2G, 3G, 4G und jetzt 5G. Die nächste Generation des Mobilfunks steht in den Startlöchern. Es geht dabei nicht mehr nur um klassische Telefonie oder SMS. Mit 5G übernehmen Mobilfunknetze ganz neue Aufgaben. Zum Beispiel für das Internet der Dinge. Ein Anwendungsfall im 5G ist zum Beispiel autonomes Fahren. Jeder spricht von autonomem Fahren, Fahrzeugkommunikation. Und da können Sie sich vorstellen, wenn die Fahrzeuge jetzt von der Kommunikation abhängen, dann ist Dienstgüte extrem wichtig. Und die hängt auch vom Management der Netze ab, was immer komplexer wird, sagt Michael Einhaus, der seit 2 Jahren Professor an der Hochschule für Telekommunikation Leipzig ist. Der Experte für Standardisierung und Konzeptentwicklung von Mobilfunksystemen. 5G ist ein komplettes Ökosystem, was aus sehr vielen Teilkomponenten besteht. Und eine Teilkomponente von diesem System ist eine neue Funkschnittstelle. Ja, Funkschnittstelle ist immer höhere Datenraten, sie haben eine größere Bandbreite. Doch damit die höhere Datenrate oder geringe Latenzzeiten auch erreicht werden, müssen die einzelnen Komponenten identifiziert und virtualisiert werden. Nur so lassen sie sich schnell und effizient steuern. Die konventionelle Aufteilung in Hard- und Software hält Einhaus für längst überholt. Virtualisierung sei bei 5G kein Trend, sondern systeminhärent. Und das ist im Prinzip das, mit dem wir uns momentan hier beschäftigen, dass wir halt Standard-Basisstationsimplementationen uns anschauen und gucken, was kann man da eigentlich rausnehmen und kann das Schritt für Schritt rausnehmen und in die Cloud zum Beispiel schieben. Man muss dazu in der Lage sein, einzelne Teilkomponenten schnell austauschen zu können, Parameter ändern zu können, Prozesse hoch und runter zu fahren. Das wird im Zusammenhang mit 5G, also in dem 5G-Ökosystem, deutlich einfacher möglich sein als bisher. Steigende Flexibilität hat also einen Preis. Steigende Komplexität. Immer mehr Basisstationen, immer mehr Teilnehmer, immer mehr nutzbare Frequenzbänder. Das lässt sich kompensieren mit immer mehr Antennen. Ja, Sie haben momentan im LTE typischerweise 2 Antennen an einer Station. Jetzt geht man auf 4 Antennen langsam. Und wenn ich an 5G denke, an die neue Funkschnittstelle, dann spricht man mittlerweile von bis zu Hunderten von Antennen an einer Basisstation. Der Vorteil? Mit mehr Antennen können die Signale besser gerichtet werden. Das vermeidet lokale Lastspitzen und erhöht zugleich die Energieeffizienz des Funksystems. Kernaufgabe beim Netzmanagement ist auch hier wieder die Koordination. Und Virtualisierung bietet das passende Werkzeug. Ja, wenn Sie jetzt mehrere Basisstationen haben und Sie nehmen einzelne Teilprozesse daraus, packen die in Softwaremodule, schieben das in ein Cloud-Center, schieben in die gleiche Maschine die Prozesse an einer anderen Basisstation, dann kann ich die auch zusammenlaufen lassen. Das heißt, ich kann die geringen Latenzen gewährleisten, weil die Prozesse auf der gleichen Maschine ablaufen. Ich brauche keine Glasfaserverbindung, das ist koordiniert. Und trägt zur Dienstgüte bei. Die hängt aber auch von Interferenzen zwischen den Basisstationen ab. Ja, also wenn Sie sehr viele Basisstationen haben, jede Basisstation sendet für sich, die senden auf dem gleichen Frequenzkanal, das heißt, die stören sich auch gegenseitig. Und es reicht nicht aus, nur eine Basisstation zu optimieren. Ein Silo-Denken von Funkzelle zu Funkzelle, wie bei den bisherigen Mobilfunkstandards, genügt hier also nicht. Auch nahegelegene Basisstationen müssen informiert werden, damit sie sich nicht gegenseitig mit Störleistung belasten. Wir müssen mehr und mehr von der Betrachtung einzelner kleinen Elemente dahin geben, dass wir das Systemverhalten untersuchen. Und das müssen wir machen, damit wir das verstehen können, wie wir eigentlich das 5G-System am Ende betreiben können. Weil das funktioniert nur über Systemverständnis. Und das ist halt genau, was wir auch hier in der Lehre machen.